dieses eine Leben hast, was willst du tun mit dem Rest deiner Zeit? Ich finde es auf jeden Fall ein Porträt. Ich weiß nicht, ob man mit Porträt sagt, dass es quasi alles abdeckt, was man dazu braucht, weil das tut es, finde ich, nicht und das muss es auch gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Einblick, ein sehr weiter Einblick in die Generation. Ja, es wirft natürlich die Fragen auf, die sich die Generation Y stellt. Ne? Selbstfindung, Sinnsuche, Identität, Freiheit. Und das tut der Film. Das tun die Protagonisten. Und das ist das, was, glaube ich, auch Matthias Staate mit dem Film bezwecken wollte. Und ich beim Lesen auch so empfunden habe. Und ich auch selber im Privaten tue. Ich zähle mich jetzt nicht als Generation Y, aber ich kann die Tendenzen dann schon nachvollziehen. Ich will mehr als ein Haus und Nachbarn und Kleinwagen, Schrebergarten, diesen ganzen Quatsch. Was willst du denn? Ich will tiefere Spuren hinterlassen. Das Leben kann so kurz sein, das wissen wir beide doch am besten. Ja klar, natürlich, weil es geht ja hauptsächlich darum, dass man zufrieden ist im Leben, ne? Dass man glücklich ist mit dem, was man macht und dass das, was man macht, auch für einen Sinn ergibt. Ansonsten ist es Zeitverschwendung und das ist das Kostbarste, die erste Währung, Zeit. Und wie gehe ich mit dieser Zeit um? Wie nutze ich meine Zeit effektiv, produktiv? Auch wie nutze ich die Zeit für mich am sinnvollsten? Mit wem will ich zusammen sein? Will ich im Büro sitzen von 9 bis 5 oder will ich auch bei der Familie sein? Ne? Ich glaube, diese Work-Life-Balance ist da, glaube ich, ein großes Thema, ne? Gerade auch bei dieser Generation. Zu sagen, okay, nein, ich möchte nicht nur arbeiten, leben um zu arbeiten, ich möchte eben leben und arbeiten, ich möchte beides zusammen in einem gesunden Rahmen haben. Ne? Und da gab es einfach eine Werte, entstand ein Wertewandel. Ne? Also auch ist Gehalt nicht mehr, glaube ich, das Allerwichtigste und auch Status, sondern Familie, Freunde. Ne? Wie gleiche ich das aus? Und natürlich bin ich auch suchend, ne? Und hinterfrage, reflektiere und habe natürlich auch früher angefangen zu gucken, ist das, was ich da mache, sinnvoll? Sind die Entscheidungen, die ich getroffen habe, richtig? Ist der Weg, den ich gehe, gut? Sollte ich einen anderen gehen? Ist das, was ich glaube zu sein, richtig? Bin ich so auch wirklich? Will ich das so sein? Also diese Fragen habe ich genauso. Ne? Und habe Ziele gesetzt, setze mir Ziele, die verändern sich aber auch wieder. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir beginnen schon viel früher mit dem Suchen. Ne? Anstatt mit 40 geht es eben schon mit Anfang, Mitte 20 los zu hinterfragen. Für mich zumindest gibt es da keinen Weg, den ich immer gehe, wenn sowas passiert oder also was passiert, was einen so umhaut und trifft. Und das ist immer irgendwie anders, je nach Situation, je nach Ort, je nach Umfeld. Und das muss man, glaube ich, auch, also ich zumindest, immer in dem Moment für mich entscheiden. Und ob das jetzt halt ein Zurückgehen und aufgefangen werden, dort, wo man herkommt, in der Familie ist oder bei den engsten Freunden oder halt ein Weggehen und dahin, wo einen niemand kennt und man niemand sein muss. Das ist total unterschiedlich gewesen, bei mir zumindest. Ja, Schicksalsschläge, ich glaube, das kommt immer drauf an, ne? In welcher Umgebung man sich befindet. Was für ein Schicksalsschlag es ist. Und ich weiß nicht, manchmal hilft es extrem rauszufahren in die Natur, ne? Sich auf das Wesentliche zu besinnen, zu sich zu kommen, wirklich das Reptilienhirn wieder zu triggern und zu sagen, okay, das bin ich. Ne? Oft ist man ja immer so maskeriert. Das ist so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich, je nachdem, wo ich bin, verändert sich auch meine Haltung zu Dingen, ne? Auch zu mir selber. Meine Einstellung. Ne? Wer bin ich und wie viele? Und das ist dann eben immer, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich zu sagen, man geht mal raus, man fährt mal, man besinnt sich wirklich auf die Natur.
und kommt zurück. Ich glaube, heutzutage ist das ziemlich geil. Ne? Einfach mal so atmen, raus. Ne? Wie so ein Ballon, der sich so füllt und steckst die Nadel rein. Ja, ich glaube, einfach für sich mal zu sein, ne? Mal zu atmen, auch mal in den Himmel zu gucken. Das ist natürlich immer alles schwierig, aber ich glaube, da gibt's keinen Weg. Also da gibt es keinen klaren. Das ist ja emotional, ne? Ob man das dann nun wirklich tut in so einem Moment, weiß man nicht. Ne? Da ist vielleicht die Kneipe in der Nähe dann verlockender oder schneller erreichbar, ne? Anstatt ins Auto zu steigen und rauszufahren. Jeder geht damit anders um. Man muss, glaube ich, für sich den besten Weg finden. Warum nicht? Ich habe keine Erfahrung darin, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe jetzt gar nicht an Fernbeziehungen gedacht. Aber also an generelle Liebe halt zu jemandem, der nicht bei einem ist. Und einem aus Liebe gehen lassen und eben nicht physisch beieinander sein die ganze Zeit. Und vielleicht auch eben nicht mehr zusammen sein und was auch immer. Und trotzdem lieben können. Ja. Ja. Man kann ja, stimmt. Du bist gut darin. Nein, darin bin ich überhaupt nicht Doch, gut. Ich liebe Adjektive. Ja, ich weiß. Traurig. Auffühlend. Du bist dran. Nein, warte, das ist gut. Auffühlend. Nein, es ist ein besonderer Film, der, glaube ich, der in 5 Begriffen, die wolltest du haben jetzt. Ich wollte 5 Begriffe. Genau. Machst du mich unsicher. Entweder ihr beide 5 oder ihr zusammen 5. Nein, es ist, ich finde, insgesamt, ich finde, es ist ein witziger, mutiger, schöner, ehrlicher, gut beobachteter Film, der sehr nah ist an dem, was wir fühlen. Okay, cool. Cool. War das gut? Ja, das war Das war gut. sogar 7, glaube ich jetzt. Das hat er mitgezählt.